besonders wichtig sind die Momente, wo man so wie merkt, wir sind wirklich die letzte Institution, die zu den Leuten auf den Gas geht. Dann, wenn eigentlich alle Brücken abgerissen sind, wenn kein Kontakt mehr zu der Familie da ist und die Leute uns auch sagen, hey, ich will euch nicht sehen. Und irgendwann sagen sie, jetzt mag ich nicht mehr, jetzt könnt ihr mich begleiten. Und in dem Moment am richtigen Ort sein, zur richtigen Zeit, das gibt ein unendlich gutes Gefühl. Für mich als Sozialarbeiterin ist SIP Zürich mega wertvoll, weil ich sehe die ganze Bandbreite der sozialen Arbeit. Also sei es obdachlose Personen, sei es finanzielle Sachen, sei es Beratung. Also eigentlich theoretisch ist fast alles abgedeckt, was so ein Sozi-Herz begehren kann. Gute Beispiele entstehen aus dem heraus, wenn am Anfang von einer Beziehung zu einer Klientin oder zu einem Klient ein Streit steht. Also zum Beispiel, wir sitzen 2 Personen auf der Steinbänkli, mitten auf dem Spielplatz, am Beissen. Wir haben sie angesprochen, es hat sofort einen verbalen Streit gegeben. Haben wir uns aneinander gerieben. Dann ist die Stadtpolizei noch dazugekommen, es ist zu einer Personenkontrolle gekommen und die beiden mussten den Platz wechseln. Jetzt könnte man ja meinen, die sind nachher mega hässig auf uns, das ist aber nicht so. Inzwischen, wenn wir uns sehen, wir begrüßen uns, wir kennen uns mit Namen. Und dann hat man eine Beziehungsebene und dann kann man miteinander arbeiten. Also einer der Grundsätze bei uns ist Beziehung vor Druck. Also wir sind dort nicht repressiv unterwegs, sondern wir arbeiten auf der Beziehungsebene. Und das andere ist, dass man halt den Menschen wirklich auch, dass man ihnen respektvoll begegnet und sagt, ich respektiere dich, ich streite aber auch mit dir, wenn es muss sein. Man kennt die Leute, man fragt sich auch zum Teil private Sachen, weil man sich auch schon kennt. Und ja, es ist eine Beziehungspflege, auch, die wir machen. Und so haben wir auch mehr Zugang zu den Leuten selber. Meine Aufgaben sind, vor der Kontakt- und Anlaufstellen dieser 3 in der Stadt Zürich zu schauen, dass Leute rein dürfen, die zutrittsberechtigt sind. Das sind Stadtzürcher in der Regel. Ich habe mit Leuten zu tun, die suchtkrank sind und eigentlich täglich konsumieren. Ja, was hast du eigentlich da oben zu schnurren, Mann? Verpiss dich, du scheiß Arschloch! Was soll das? Was soll das? Nein! Entschuldigung, hat sie etwas Hör auf, konsumiert? scheiß Musik hören und dann... Und du bist noch eben sehr aufbrausend, was cool war. Ich konnte dich gerade so mitnehmen, weißt, ein bisschen trennen von den anderen auch. Und dass du da nicht in dieser Dynamik dich so weiter aufspielen musst. Wir haben Training und Entwicklung heute. Das ist interne Weiterbildung, das ist Teamentwicklung, das ist so ein bisschen Haltung, Normen und Werte wieder einmal abgleichen, diskutieren, erarbeiten miteinander. Es ist auch so, dass man das Gefühl hat, gehört zu werden. Also nicht nur das Gefühl, also man hat das Mitspracherecht, man wird einbezogen in Entscheidungen und die Meinungen von allen sind wichtig. Heute machen wir ein Interventionstraining. Wie verhalten wir uns, wie kommunizieren wir, Deeskalation, nonverbale Kommunikation, aber auch ganz praktische Sachen wie einen Reifenwechsel üben. Ich und Fabian haben am Morgen schon einen Reifen gewechselt, im Zoo. Eines der ganz grossen Plus ist die Auftragsautonomie. Das heisst, ich kann extrem viel selber bestimmen, wie ich meinen Tag plane, wo ich hingehen will, was ich für Schwerpunkte wähle im Laufe der Arbeit. Und das ist enorm befreiend und es gibt einem ein enorm gutes Gefühl, wenn man kann sagen, heute haben wir etwas bewirkt. Manchmal im Kleinen, manchmal im Grossen, aber man hat wie etwas bewegen und wie man heute so sagt, man hat einen Impact auf eine Umgebung und etwas bewirken. Zusammenarbeiten tue ich mit allen gerne. Ich habe gerne Überraschungen. Ich schaue einmal nicht im Plan, mit wem ich arbeite, weil es sind wirklich alle coole Leute dabei. Und, ja. Man muss selbstständig arbeiten, man muss können und wollen Verantwortung übernehmen für die eigenen Handlungen. Man muss aber vor allem auch Freude haben am sich exponieren, am sich einmischen, unerbeten. Man muss eine Freude am Konflikt, am Streit, am kunstvollen Streiten mitbringen, dass man sich wohlfühlen bei uns. Jede Fähigkeit kann man auf eine Art brauchen. Ich habe zum Beispiel mal eine Frau aus einem Gully rausholen. Plötzlich bin ich in meiner SIP-Karriere in einem Gully in der Straße von Zürich und denke, okay, wow, wie bin ich jetzt genau hier angekommen? Und das sind Sachen, das sind Erlebnisse, die man nicht so schnell vergisst. Wir haben bei der SIP natürlich auch schwierige Situationen. Es ist oftmals dann, wenn wir uns wie hilflos fühlen, wenn wir das Gefühl haben, jetzt müssen wir doch etwas machen können. Und wir können einfach nur aushalten und schauen.
ein bisschen salopp gesagt, begleiten beim Scheitern, aber das ist überhaupt nicht unser. Unser Ding ist, dass wir Lösungen finden, dass wir etwas machen können oder für jemanden da sein. Aber manchmal gibt es das. Und wenn Kinder dabei sind. Das ist dann schon, das geht dann nicht. Auch wenn es mühsam ist, dass wir immer wieder kommen, gibt es dann noch Situationen, wo die Leute froh sind. Also ich habe speziell einen erlebt, der schon von weitem gesagt hat, ja, ich will nichts mit der SIP zu tun haben. Und er hat dann von sich aus einmal angerufen und gesagt, jetzt brauche ich Unterstützung. Und wir haben ihm die Unterstützung wirklich auch geben können.